Willkommen zu einer neuen Folge von Alltagdeutsch. Und schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo, auch von mir. Wir haben ja bis Tag 60 das Niveau A2 erfolgreich abgeschlossen und jetzt lernen wir gemeinsam weiter im B1-Level. Genau, bis wir Tag 200 erreichen. Und heute sind wir bei Tag 71, Teil 1. Und wie jeden Tag nehmen wir uns wieder 15 neue Wörter vor. Damit euer Wortschatz einfach jeden Tag ein kleines Stück größer und auch sicherer wird. Genau, denn es geht ja nicht nur ums Lernen, sondern auch ums Anwenden. Deshalb gibt's auch zu dieser Lektion wieder ein extra Fragevideo. Da könnt ihr dann zur Mini-Story laut antworten und hört nach ein paar Sekunden direkt die richtige Lösung. Das ist wirklich ein super Training für spontanes Sprechen. Und wer noch ein bisschen schneller vorankommen möchte, dem empfehlen wir auch wieder die Shadowing-Methode. Die ist super. Ja, einfach einen Satz anhören, kurz stoppen, laut und deutlich nachsprechen und dann weitermachen. So übt ihr die Aussprache und die Satzmelodie wirklich, wirklich effektiv. So, und heute haben wir ein Thema, das, glaube ich, für fast jeden relevant ist. Oh ja. Jeder, der gerne reist oder vielleicht auch beruflich mal unterwegs ist, Ganz genau. Es dreht sich alles um das Thema im Hotel. wir schauen uns also die wichtigsten Wörter an, die man für Reservierungen braucht, für den Aufenthalt selbst und für so typische Situationen vor Ort. Absolut. Und bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Unbedingt. Denn am Ende wartet wieder unsere Mini-Story. Da packen wir alle neuen Wörter in einen Kontext, damit ihr seht, wie man sie im echten Leben benutzt. Perfekt. Dann würde ich sagen, lass uns direkt loslegen. Gerne. Stell dir vor, du kommst nach einer langen, anstrengenden Reise endlich am Hotel an. Du bist müde. Du willst eigentlich nur noch deine Tasche abstellen und dich kurz ausruhen. Der erste offizielle Schritt ist dann, an die Rezeption zu gehen und Einzuchecken. genau, Einchecken, das ist ein trennbares Verb, kennt ihr vielleicht aus dem Englischen, to check in. richtig. Im Perfekt sagt man, hat eingecheckt. Es ist also dieser formelle Prozess, wenn man sich anmeldet. Ein typischer Satz wäre dann sowas wie: Nach einer langen Reise möchten wir so schnell wie möglich im Hotel einchecken. Dieses Gefühl kennt, glaube ich, jeder. Man ist erschöpft von der Anreise und will einfach nur noch den Schlüssel bekommen. Ja, genau. Man gibt seinen Namen, vielleicht die Buchungsnummer, zeigt den Ausweis und dann ist man sozusagen offiziell da. Und sobald man eingecheckt hat, ist man nicht mehr nur ein Besucher, sondern man ist offiziell der Gast. Ah, der Gast. Auf Englisch the guest. Das ist ein schönes Wort, finde ich. Ja, es drückt mehr Wärme aus als nur Kunde. Stimmt, es hat was Persönlicheres. Man ist eben zu Gast. Und in der Praxis hört man dann oft Sätze wie: Als neuer Gast füllen Sie bitte dieses Formular aus. Ja, der administrative Teil. Adresse, Kontaktdaten und so weiter. Richtig. Und mit diesem Status als Gast beginnt dann die Zeit im Hotel. Und diese gesamte Zeitspanne, also von der Ankunft bis zur Abreise, die nennen wir der Aufenthalt. Der Aufenthalt, also the stay auf Englisch, das ist ein sehr nützliches Wort. Total. Es kann ja ein ganz kurzer Aufenthalt sein, nur eine Nacht vielleicht auf einer Geschäftsreise. Oder ein langer Aufenthalt von 2 Wochen im Urlaub. Es beschreibt wirklich die gesamte Dauer. Eben. Und deshalb hört man das auch oft vom Hotelpersonal. Genau. Der Klassiker an der Rezeption ist ja: Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hotel. Das ist die höfliche Art zu sagen, wir hoffen, Sie haben eine schöne Zeit bei uns. So ist es. Bevor der Aufenthalt aber überhaupt losgehen kann, muss man ja meistens ein Zimmer buchen. Klar. Und damit diese Buchung auch wirklich sicher ist, bittet man das Hotel oft, die Reservierung zu bestätigen. Ja, bestätigen. Auf Englisch to confirm. Ein sehr, sehr wichtiges Verb. Das Perfekt ist ganz regelmäßig: hat bestätigt. Man will ja die Sicherheit haben, dass alles geklappt hat. Absolut. Eine mündliche Zusage ist gut, aber schriftlich ist halt besser. Gerade in Deutschland. Da liebt man schriftliche Bestätigungen. Oh ja. Ein perfekter Beispielsatz wäre also: Könnten Sie mir die Buchung bitte schriftlich per E-Mail bestätigen? Genau. Dann hat man was in der Hand und kann beruhigt die Reise planen. Aber so ist das Leben. Manchmal kommt eben alles anders. Man wird krank, ein Termin wird verschoben Ja, und man kann die Reise nicht antreten. Dann muss man das Gegenteil tun und die Buchung stornieren. stornieren, also to cancel, das ist leider manchmal nötig. Ja, Das Perfekt ist hier ebenfalls regelmäßig.
hat storniert. Man sagt dem Hotel also, dass man nicht kommen kann. Und da ist es ganz wichtig, auf die Bedingungen zu achten, oder? Absolut. Manchmal geht das kostenlos, manchmal muss man eine Gebühr zahlen. Vor allem, wenn man sehr kurzfristig storniert. Ein Satz könnte sein: Leider musste ich meinen Flug stornieren und kann deshalb auch die Hotelreservierung nicht wahrnehmen. Ein guter Tipp ist wirklich immer, die Stornierungsbedingungen schon bei der Buchung zu lesen. Definitiv. Aber gehen wir mal vom positiven Fall aus. Man möchte buchen. Die erste und wichtigste Frage ist dann natürlich: Haben Sie überhaupt ein Zimmer frei? Genau. Man fragt also, ist ein Zimmer verfügbar? Verfügbar. Auf Englisch available. Ein super nützliches Adjektiv, das man in vielen Situationen braucht. Ja, es bedeutet einfach, dass etwas da ist und genutzt werden kann. Die klassische Frage im Hotel lautet also: Ist an diesem Wochenende noch ein Doppelzimmer verfügbar? Und wenn man Glück hat, lautet die Antwort ja. Wenn man aber Pech hat, Besonders in der Ferienzeit oder wenn eine große Messe ist. dann hört man leider oft, dass das Hotel komplett ausgebucht ist. Ausgebucht. Fully booked. Das bedeutet, es gibt kein einziges freies Zimmer mehr. Richtig, alles ist schon weg. Ein typischer Satz wäre dann: Während der Ferienzeit ist unser Hotel leider komplett ausgebucht. Und dann muss man weiter suchen und hoffen, dass man woanders noch etwas findet. Puh, ja. Das waren die ersten 7 Wörter, die sich so um die Buchung und die Ankunft drehen. Genau. Und bevor wir jetzt weitermachen, ein kleiner Hinweis von uns. Wenn euch diese Lernserie gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Und gebt uns einen Daumen hoch. Das hilft uns wirklich sehr, so bleibt ihr auf dem Laufenden und unser Projekt kann weiter wachsen. So, und jetzt gehen wir mal gedanklich ins Hotelzimmer. Man hat eingecheckt, schließt die Tür auf und was macht man als erstes? Sich umschauen. Genau, man schaut sich um. Und all die Dinge im Zimmer, also die Möbel, der Fernseher, die Minibar, all das zusammen nennt man die Ausstattung. Die Ausstattung. Das englische Wort wäre Equipment oder Facilities. Das ist ein sehr praktisches Wort, weil es so viele einzelne Sachen zusammenfasst. Stimmt. Man kann damit die Qualität eines Zimmers beschreiben. Exakt. Ein Beispielsatz wäre: Die Ausstattung des Zimmers umfasst einen Fernseher, eine Minibar und einen Safe. Je nach Hotel kann die Ausstattung ja sehr einfach sein oder auch super luxuriös. Richtig. Mal mit Kaffeemaschine, mal ohne. Und ein ganz, ganz wichtiger Teil der Ausstattung, besonders im Sommer, Oh ja, sag es. ist die Klimaanlage. Unverzichtbar. Die Klimaanlage, Air Conditioning auf Englisch. Ohne die kann es im Sommer in Südeuropa schnell mal sehr schwierig werden. Das stimmt. Ein einfacher, aber wichtiger Satz. Im Sommer ist eine gut funktionierende Klimaanlage sehr wichtig. Und gut funktionierend ist hier das Schlüsselwort. Absolut. Nichts ist schlimmer als eine Klimaanlage, die nur Lärm macht, aber nicht kühlt. Definitiv. Neben der Temperatur im Zimmer ist für viele aber auch noch etwas anderes total wichtig für das Wohlbefinden. Und zwar? Der Blick aus dem Fenster. Ah, du sprichst von der Aussicht. Genau, die Aussicht auf Englisch the View, was man eben sieht, wenn man rausschaut. Das kann den Charakter eines Zimmers ja komplett verändern. Absolut. Eine schöne Aussicht aufs Meer oder die Berge ist oft ein Grund, warum man ein bestimmtes Hotel bucht. Und die Zimmer sind dann auch teurer. Natürlich. Ein Zimmer mit Meerblick kostet fast immer mehr als eins mit Blick in den Hinterhof. Unser Beispielsatz dazu klingt nach Urlaub. Unser Zimmer hatte eine fantastische Aussicht auf die Berge. Das klingt perfekt. Und wenn all diese Dinge passen, gute Ausstattung, angenehme Temperatur, schöne Aussicht, dann fühlt man sich wohl. Und ein Adjektiv, das diesen Zustand sehr gut beschreibt, ist komfortabel. Komfortabel, also comfortable auf Englisch. Das Wort beschreibt ja oft einen physischen Komfort. Also ein bequemes Bett, ein gemütlicher Sessel. Genug Platz. Es geht um einen Standard, der das Leben leichter und, ja, bequemer macht. Ein Satz, den jedes Hotel lieben würde, wäre: Das Bett war so komfortabel, dass ich sofort eingeschlafen bin. Das ist das größte Kompliment, das man einem Hotelbett machen kann. Stimmt. Und wenn jetzt nicht nur das Bett komfortabel ist, sondern auch das Personal freundlich ist, die Atmosphäre ruhig, Das Frühstück lecker? dann kann man den gesamten Aufenthalt als angenehm bezeichnen. Ja, angenehm. Auf Englisch pleasant. Das ist ein bisschen allgemeiner und emotionaler als komfortabel.
Ah, okay. Angenehm beschreibt eher so ein positives Gesamtgefühl. Die Atmosphäre im Hotel, die Musik, die Temperatur, ein Gefühl des Wohlbefindens. Sehr gut erklärt. Komfortabel sind also eher die Dinge, angenehm ist die Atmosphäre. Unser Beispielsatz ist, die Atmosphäre im Frühstücksraum war ruhig und sehr angenehm. Das ist ja ein wichtiger Start in den Tag. Absolut. So, wir kommen zu unseren letzten 3 Wörtern. Eines davon hängt oft mit dem Preis zusammen und ist eigentlich immer eine gute Nachricht für den Gast. Ah, ich ahne es schon. Das Wort inklusive. Ja, inklusive, auf Englisch included. Das bedeutet, eine Leistung ist schon im Preis drin und man muss nicht extra zahlen. Genau. Das Gegenteil wäre exklusive oder gegen Gebühr. Das liest man oft in Hotelangeboten, um sie attraktiver zu machen. Ein Klassiker ist, bei diesem Angebot ist das Frühstück im Preis inklusive. Oder die Nutzung des Pools oder das WLAN ist inklusive. So, jetzt haben wir aber fast nur über positive Dinge gesprochen. Stimmt. Aber jeder, der viel reist, weiß, es läuft nicht immer alles perfekt. Manchmal ist das Zimmer nicht sauber, die Heizung geht nicht oder die Nachbarn sind laut. Und in so einem Fall muss man sich beschweren. Sich beschweren, auf Englisch to complain. Das ist ein reflexives Verb, also immer mit sich. Ich beschwere mich, du beschwerst dich. Genau. Und das Perfekt ist, hat sich beschwert. Das ist natürlich keine schöne Situation, aber manchmal muss es sein. Ja, man sollte natürlich immer versuchen, höflich zu bleiben. Aber wenn etwas nicht in Ordnung ist, Muss man es ansprechen. Unser Beispielsatz: Der Gast musste sich beschweren, weil das Zimmer nicht sauber war. das ist ein sehr guter Grund, finde ich. Ja, absolut. Man geht zur Rezeption und erklärt das Problem in Ruhe. Und nach einem hoffentlich dann doch noch angenehmen Aufenthalt kommt irgendwann der letzte Tag. Der Tag der Abreise. Und der letzte offizielle Schritt im Hotel ist dann das Auschecken. Auschecken to check out, das logische Gegenteil von einchecken. Es ist ebenfalls ein trennbares Verb und das Perfekt lautet, hat ausgecheckt Man geht also zur Rezeption, bezahlt die Rechnung, gibt die Schlüsselkarte zurück. und verlässt das Hotel damit offiziell. Genau. Die meisten Hotels haben ja auch eine feste Zeit, bis wann man das machen muss. Richtig? Ein typischer Satz dazu ist, am Tag der Abreise müssen die Gäste bis spätestens 11 Uhr auschecken und damit ist der Hotelbesuch dann beendet. Perfekt. Das waren unsere 15 Wörter für heute. Ich glaube, damit ist man für den nächsten Hotelbesuch schon ziemlich gut gerüstet. Das finde ich auch. Und jetzt, wo wir alle Wörter kennen, kommt unsere Mini-Story. Hört gut zu, wir erzählen euch jetzt eine kleine Geschichte, in der alle neuen Vokabeln vorkommen. So könnt ihr sie direkt im Zusammenhang hören. Genau. Also, Kaya kommt nach einer langen Zugfahrt in ihrem Hotel an. Es ist Hauptsaison und die Stadt ist voll. Fast jedes Hotel ist ausgebucht. Sie freut sich sehr auf ihren 2-tägigen Aufenthalt und möchte schnell einchecken. An der Rezeption bittet der Mitarbeiter sie, ihre Buchung kurz zu bestätigen, was sie mit der E-Mail auf ihrem Handy macht. Als neuer Gast bekommt sie auch direkt ihre Schlüsselkarte. Oben im Zimmer ist ihre Freude aber schnell vorbei. Die Ausstattung ist zwar modern, aber die Klimaanlage funktioniert nicht und es ist unerträglich warm. Das ist überhaupt nicht angenehm. Dabei hatte sie extra ein Zimmer mit einer tollen Aussicht auf den Park gebucht. Sie entscheidet, dass sie sich beschweren muss. Zurück an der Rezeption erklärt sie höflich das Problem und fragt, ob vielleicht ein anderes Zimmer verfügbar sei. Der Mitarbeiter schaut in den Computer und hat gute Nachrichten. Ein anderer Gast musste seine Reise kurzfristig stornieren, weshalb nun ein besseres Zimmer frei geworden ist. Es ist nicht nur größer, sondern auch viel komfortabler. Als Entschuldigung sagt er, sei das Frühstück für sie an beiden Tagen jetzt inklusive. Kaya ist überglücklich. 2 Tage später muss sie zufrieden auschecken und nimmt sich vor, dieses Hotel auf jeden Fall weiterzuempfehlen. Das war unsere kleine Geschichte für heute. Ein typisches Problem im Hotel, Ja. aber mit einem Happy End. Es wurde am Ende sehr gut und zur vollen Zufriedenheit gelöst. Genau so wünscht man sich das als Gast, oder? Freundliches Personal, das eine Lösung findet? Absolut. Das macht oft den Unterschied zwischen einem guten und einem großartigen Hotel aus. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Genau. Versucht doch mal, ein paar eigene Sätze mit den neuen Wörtern zu bilden. Und schreibt sie unten in die Kommentare. Das hilft wirklich ungemein beim Üben und Festigen. Und wenn euch diese Lektion gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, abonniert gerne den Kanal. Und gebt uns einen Daumen nach oben. Das ist die beste Unterstützung für uns.
Morgen geht es dann weiter mit einem ganz anderen, aber sehr, sehr wichtigen Thema. Und zwar? Bewerbung schreiben. Oh, ein sehr wichtiges Thema für Arbeit und Karriere in Deutschland. Absolut. Also seid unbedingt wieder dabei. Bis morgen. Tschüss. Ciao.